Mein Name ist Luisa Specht-Riemenschneider, ich bin die Bundesdatenschutzbeauftragte und bis zu meiner Berufung letztes Jahr im September hatte ich hier einen Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Recht der Datenwirtschaft, des Datenschutzes, der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz. Das ruht momentan, aber ich komme wieder. Ja, momentan bin ich, wie gesagt, die Bundesdatenschutzbeauftragte, beziehungsweise der richtige Titel ist Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Informationsfreiheit auch sehr wichtig. Und was macht man da? Ich leite eine Behörde und diese Behörde, die beaufsichtigt die Um- und Durchsetzung des Datenschutzrechts. Also wir beraten den Gesetzgeber, was er in Gesetze schreibt, damit das informationelle Selbstbestimmungsrecht mit berücksichtigt wird. Wir schauen uns an, wenn was schiefgelaufen ist, eine Datenpanne beispielsweise stattgefunden hat im Rahmen unseres Zuständigkeitsbereiches, und wir informieren die Öffentlichkeit über alles, was irgendwie mit Datenschutz im Zusammenhang steht. Also in der Tat ist es so, dass ich den Eindruck habe, alle ziehen eigentlich, oder was heißt alle, aber viele zerren an der Institution BFDI, um zu sagen, Mensch, guck mal in unsere Richtung, das ist doch eigentlich die Richtung, die man hier als Bundesbeauftragter einschlagen muss. Ich sehe meine Position tatsächlich und die der Institution BFDI tatsächlich als ein Bestandteil der Exekutive, was es ja auch ist. Und als solche habe ich keinen politischen Auftrag. Ich bin auch kein Richter, ich bin nicht der Gesetzgeber, sondern ich habe zu schauen, was sagt eigentlich das Recht, wie ist das anzuwenden und geht das, was jetzt hier gerade getan wird oder was in Rede steht, über das hinaus, was der Rechtsrahmen vorgibt, oder bleibt es im Rechtsrahmen bestehen? Das ist eine Beurteilungsinstanz, die ich eigentlich leite, und insofern versuche ich das auch immer denjenigen zu sagen, die an mir ziehen, dass ich Teil der Exekutive bin und kein Politiker, kein Gesetzgeber, kein Richter. Aber wir sprechen natürlich mit ganz vielen verschiedenen Institutionen, Akteuren, um auch einfach zu hören und zu verstehen, was sind die Probleme, die ihr vielleicht im Markt wahrnehmt, was sind die Bedürfnisse, die aus eurer Perspektive bestehen, was sind die Schutzaufträge, die momentan besondere Relevanz haben, beispielsweise digitale Souveränität herzustellen, Kinder- und Jugendschutz vielleicht zu verbessern. Das hören wir natürlich alles und damit setzen wir uns auch auseinander. Aber letztlich geht es eben darum zu schauen, was haben wir für einen Rechtsrahmen und was sagt er uns für die Gesetzgebung, für die Umsetzung, für die Beachtung von Recht. Ich bin in diese Position gekommen, aus Gründen, die mir nicht hundertprozentig klar sind. Ich habe ganz viel Politikberatung gemacht während meiner Tätigkeit als Professorin hier an der Uni Bonn. Und dann wurde ich irgendwann angerufen und es wurde gefragt, ob ich nicht Lust hätte, jetzt mal für 5 Jahre was anderes zu machen. Ja. Ich habe einen riesen Laden, das stimmt. Da sind ganz, ganz viele Expertinnen und Experten. Wir haben ja auch ganz viele Aufgabenfelder. Also wir sind insbesondere zuständig für den öffentlichen Bereich. Das heißt, wir beaufsichtigen die ganzen Ministerien, aber auch Bundesbehörden. Wir sind zuständig für den Bereich Telekommunikation und Post. Und innerhalb dieser Bereiche sind meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben aufgeteilt und jeder setzt sich mit dem Bereich auseinander, für den er eben zuständig ist. Tatsächlich, glaube ich, ist man als Professorin und auch als Leiterin eines Lehrstuhls, und ich hatte hier noch ein Zentrum für medizinische Datennutzbarkeit und Translation, gut thematisch auf das vorbereitet, was wir machen. Das kann man, glaube ich, auch nicht anders sagen. Der Unterschied zwischen der Tätigkeit an der Uni, in der Forschung, und der Tätigkeit, die ich jetzt habe, ist, dass man maßgeblich was mit beeinflusst. In der Uni, sage ich mal immer, passiert das auch, aber es ist schon sehr theoretisch. Und das, was jetzt ist im Prinzip angewandte Forschung. Ich versuche all das, was ich in den vielen Jahren an der Uni gelernt habe, erkannt habe, auch in der Politikberatung jetzt ganz konkret umzusetzen im Bereich Datenschutz. Exzellenz besteht für mich aus 2 Komponenten. Erstmal ist natürlich der Lohn für jahrelange mühevolle Arbeit. Aber was Exzellenz hauptsächlich ausmacht, ist aus meiner Perspektive ein Prozess. Exzellenz heißt, wir sind heute gut, das haben wir uns erarbeitet, jahrelang, aber damit ist die Arbeit nicht beendet, sondern exzellent ist nur, wer sich jeden Tag weiterentwickelt, wer sich jeden Tag neue Ziele steckt und sich wieder fragt, wie kommen wir dahin? Und wenn er dann da ist, nicht sich hinsetzt und sagt, Mensch, lass mal Kaffee trinken, sondern dann aufbricht zum nächsten Ziel und sagt, und jetzt gehen wir genauso schnell, genauso weiter voran, wie wir das getan haben, damit wir auch exzellent bleiben. Also Exzellenz ist ein Prozess. Also ich weiß, dass ich das, was ich erreicht habe, maßgeblich dieser Universität zu verdanken habe. Das kann man, glaube ich,
genau so sagen. Und deshalb glaube ich, dass Teamarbeit eigentlich das ist, was uns alle ein Stück weiterbringt, als wir alleine gehen könnten. Teamarbeit ist, jeder kennt seine Rolle, alle Arbeitsschritte greifen wie Zahnrädchen ineinander, im besten Fall. Ja, es braucht ein Stück weit, um dahin zu kommen, aber im besten Fall ist es das. Und deshalb ist das Ergebnis eines Teamworks ist idealerweise mehr als die Summe der Einzelleistung. Deshalb können wir zusammen viel, viel weiterkommen, als wir alleine gehen könnten. Meine Aufgabe primär in der Koordinierung, zu sehen, wo ist eigentlich Exzellenz, egal in welchem Team ich jetzt arbeite, wo ist die Exzellenz und wie kann ich machen, dass diese Exzellenz so exzellent zusammenwirkt, dass am Ende noch mehr Exzellenz rauskommt. Transdisziplinarität ist für mich eigentlich der Schlüssel zur Exzellenz, um den Bogen vielleicht auch so ein Stück weit zur vorherigen Frage zu schlagen. Es wird immer erst dann interessant, wenn man aus seiner eigenen Suppe, sage ich mal, herauskommt und über den Tellerrand schaut. Wenn man nämlich mit verschiedenen Disziplinen zusammenarbeitet, die einen ganz anderen Blick auf das eigene Themenverständnis haben. Erst dann kommt man sozusagen dem Kern der Problematik, mit der man sich beschäftigt, eigentlich wirklich näher. Und erst dann fängt es an, A, Spaß zu machen, aber B, auch gesellschaftliche Relevanz zu entfalten. Ich mache ein Beispiel. Im Datenschutzrecht ist es ist ein ganz gutes Beispiel. Datenschutzrecht ist ein juristisches Thema, ist eigentlich sogar ein originär öffentlich-rechtliches Thema. Datenschutzrecht hat aber auch immer zivilrechtliche Implikationen, nämlich dann, wenn Daten zwischen Menschen gehandelt werden oder zwischen Unternehmen. Datenschutz hat aber nicht nur eine rechtliche Komponente, sondern auch eine ganz stark soziologische, verhaltenswissenschaftliche und wirtschaftswissenschaftliche Komponente. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ob ich auf großen Plattformen eigentlich tatsächlich selbstbestimmte Entscheidungen treffen kann oder nicht. Da gibt es nämlich Netzwerkeffekte, da gibt es bestimmte Biases, die mich beeinflussen. Und insofern kann ich eigentlich mit meinem eigenen Blickwinkel, mit meiner eigenen kleinen juristischen Welt die Probleme, die wir realweltlich haben, gar nicht lösen, sondern ich brauche zwingend die anderen Disziplinen dazu. Und deshalb sage ich es auch gerne nochmal, es fängt dort an, Spaß zu machen, es fängt dort an, gesamtgesellschaftlich relevant zu sein, wo man aus verschiedenen Perspektiven auf die gleiche Problematik schaut, um dann zu einem alle Perspektiven einbeziehenden Ergebnis zu kommen.